Und in dem folgenden Video erzähle ich euch jetzt meine Geschichte über die Hikenfly-Trophäe im Stubaital. Very short update. The long update you can get it with Bernie over the screen. Later he will tell you more. Sonne ist da, noch 30 Minuten bis zum Rennstart. Mal gucken, hier ist noch ziemlich alles voll. Gucken, wie die Thermik zu tragen wird, ob sie schon funktioniert. Wenn man so in den Himmel schaut, gibt es natürlich schon viele Dummies. Aber ja, es funktioniert jetzt keine wirklich Thermik. Aber bis ich oben bin, für schon vielleicht was funktionieren. Und danach müssen wir dann gleich hier rüber. Auf den da. Je nachdem, welches Wettermodell man anguckt, hat man halt Basis 2,5, manchmal 2,7. Aber irgendwie sind sich alle einig, dass vom Westen her irgendwann mal auf jeden Fall eine Störung reinkommt, die im oberen Wolkenstockwerk alles abdunkelt. Deswegen werde ich jetzt gleich zu Beginn die Bergbahn nehmen und dann versuche, so hoch wie möglich zu laufen. Und da dann starte und dann in direkte Gleitwinkel rüber auf die Südostflanke. Versuche Thermik zu finden. Bevor ich das mache, gucke ich auf jeden Fall nochmal in die Berner-App rein und schaue mal nach, was ich so andere mache, ob es schon jemand gibt, der schon zentriert oder ein klarer Thermikanzeiger da ist. So, dann machen wir die erste Auffahrt mit der Bahn. Gucken wir mal. Und der erste Wendepunkt ist erledigt. Nochmal hochhiken, Startvorbereitung. 1 und los. Nachdem ich dann 400 Meter aufgestiegen bin, habe ich einen Startplatz gefunden, der mehr schlecht als recht war. Aber dank Helfer bin ich da gut rausgekommen. Und jetzt so im Nachgang habe ich da gar nicht berücksichtigt, rechts rum zu fliegen und da Thermik zu suchen, sondern ich war voll drauf fokussiert, das Tal zu queren und auf der anderen Seite so hoch wie möglich zu landen, beziehungsweise Anschlussthermik zu finden. Der Olli, der macht ja schon ziemlich Druck, der ist hier in die Richtung eingelandet und macht sich bereit zum Hiken. Ein bisschen höher kann ich hier machen, aber zum Durchsteigen reicht es leider nicht. Und hier habe ich jetzt eine Lichtung, die ca. 100 Meter höher ist wie im Olli sein Landeplatz. Bin hier am Peile und versuche top einzulanden. Bin jetzt hier eigentlich perfekt. Ein Schlenker rechts, links rum reinziehen, gegen den Hang richtig Speed hole. Aber ich habe dann abschließend ziemlich viel Respekt vor der ganzen Geschichte. Möchte es nicht machen und versuche weiter hier Anschlussthermik zu finden. Hier jetzt vielleicht die nächste Möglichkeit zum Toplande, aber alles zu viel Wald und ich hab Schiss. Okay, man sieht es am Gesichtsausdruck ein bisschen an. Bin schon ziemlich gestresst und richtig Spaß macht mir es gerade nicht. Und deswegen versuche ich jetzt hier nochmal mein Mindset komplett zu ändern. Ja, ich habe mich gegen das Toplande entschieden. Bin mir da nicht so sicher. Und jetzt fliege ich mal vor zu Fulpmess Landeplatz und lande da. Aber auf dem Weg dahin versuchen wir natürlich alles mitzunehmen. Was irgendwie geht, vielleicht gibt es ja doch noch einen Durchzug. So, und jetzt entschieden hier rauszufliegen und zu landen. Tun wir die Ohren rein, mal da effizient Höhe abbauen. Wir sind im Fulpmess. Jetzt rennen wir vor zum Schlick. Fahren mit der Bergbahn hoch. Über der nächste Wendepunkt. Okay, jetzt haben wir halt das Toplander verpasst. War mir einfach zu gefährlich. Ich will mich nicht verletzen, aber ich keinen Bock drauf. Und ich habe das Toplander einfach zu wenig geübt. Daher bin ich nach Fulpmess geflogen. Am offiziellen Landeplatz gelandet. Klar, man hätte auch bei der Bergbahn landen können. Wir wollen ja nicht hier unnötig. Gibt ja nichts zu gewinnen. Also außer Schande oder Ruhm.
Also da drüben sind wir gestartet. Hier Bildmitte jetzt. Und dann sind wir hier rüber geflogen. Ja, und zweimal Bergbahn. Was man jetzt hier auch gleich sieht, kann man gleich mal notieren. Also hier ist der offizielle Startplatz. Hier vorm Startplatz drehen ein paar. Und das scheint zu funktionieren. Das heißt, wir laufen jetzt rüber zum Sendjoch, dann laufen wir wieder zurück zum Startplatz und starten hier. Das heißt, will ich da oben am Grat starten, wo der Startplatz irgendwie zweifelhaft ist. So, andere Athleten kommen hier rein. Geil. Aller Hunde. So, und Wendepunkt 2 ist erledigt. Wieder zurück zum Kreuzhoch und wieder in die Luft. Thermik funktioniert, es steigt gut. Zu Beginn bin ich hier im Modus Höhermacher und zur Bergstation vom Elfer zu fliegen. Dem vorletzten Wendepunkt. Also, ich habe ja so keinen Bock auf Toplande und ich kann das einfach nicht. Das gestehe ich mir jetzt auch einfach selber ein, dass ich einfach jetzt zum Landeplatz in Neustift fliege und die 2 Stunden Zeitstrafe in Kauf nehme. Verletzt mich nicht. Weißer Voraussicht, dass wir da gleich landen müssen. Machen wir gleich da B3-Stall. Wir brauchen nicht so viel Spirale. Weil ich mache das nicht. Ich lande da nicht hoch. Das ist mir einfach so heiß. Ich habe da kein Böcke drauf. Nee. Ich darf die Bergbahn benutzen. Voll geil, dass es bei dem Event geht. Mega. Und irgendwie muss ich das Toplande. Aber nicht heute und nicht hier. So, mal wieder Bergbahn fahren. Also, es trägt wunderbar, aber mir taugt das Toplande nicht. Das ist mir einfach zu gefährlich. Deswegen bin ich hier gelandet, fahre jetzt zum Wendepunkt und dann nur noch fliege. Einmal vor nach Fultmess nochmal, den Wendepunkt mitnehmen und zurück zum Landeplatz. Ist das Game zu Ende. Hoffentlich bin ich nicht zu blöd und sauf ab. Und hier habe ich jetzt den letzten Selfie-Point. Und nach Beratung von den Streckenposten entschließe ich mich hier nochmal hochzuwandern zur Elferhütte. Einfach aus dem Grund, weil das alle hier gemacht haben. Und direkt nach dem Start steuere ich direkt den Gegenhang an. Der steht 1A in der Sonne, in der Hoffnung, hier müsste auch irgendwie Thermik hochgehen. Im Hintergrund sieht man jetzt im Zeitraffer schön, wie da was kumuliert. 1046, 1852, arbeitet. Dieser Höhenmeter das macht. Alles verloren, scheiße. Jetzt fliegen wir mal darüber auf den Waldrand und hoffe, dass es da irgendwie abreißt. Jawohl, da ist jeder. Stecker eindrehen. Guck mal, wen ich da unten gefunden habe. Naja, das beruhigt mich ja dann ein bisschen. Und zwar fliegt da niemand Geringeres als Aaron Dorogati. Und beruhigt mich ja ungemein, dass der tiefer ist. Das heißt, ich kann mich draufsetzen. Wie ich mit ihm hier zusammen Thermik kurbel, habe ich jetzt an der Stelle ein bisschen zusammengeschnittert. Wer das gern in epischer Länge mit 360 Grad Blick sehen will, kann aber auf den Link klicken, da habe ich es reingeladen. Wir haben jetzt gemeinsam die Thermik ausgekurbelt auf 1800 Meter.
Und das ist auch das Maximum, was zu dieser Tageszeit hier möglich ist. Und daher nehme ich jetzt Kurs auf den Wendepunkt Fulpmes und nehme den mit und hoffe, dass ich noch hoch genug bin, um wieder zurückzufliegen bis ins Ziel. Falls ich das nicht bin, komme ich wieder zurück, wie der Aaron hier an den Berg und versuche wieder erneut Höhe zu machen. Und hier, wie man schön sieht, passiere ich jetzt den Wendepunkt, halt wieder zurück auf den Hang. Nachdem ich es Ware überprüfe, wird mir klar, dass der Talwind hier so ordentlich reinschiebt, dass ich keinen Meter Höhe mehr machen muss. Und hier passiere ich jetzt die Ziellinie, die Zeit stoppt, ich kann hier mir Zeit nehmen für eine Landeeinteilung und bin der erste Athlet, der im Ziel ankommt. Für mich war das alles in allem ein sehr gelungener Wettbewerb, sehr gut organisiert mit allem drum und dran und auch für die Zuschauer ist hier ordentlich was geboten. Und hier nochmal auch der ausdrückliche Dank an alle Helfer, die das hier ermöglicht haben, diesen reibungslosen Ablauf und mir immer geholfen haben mit der Verpflegung und so weiter. Und noch das letzte Selfie im Ziel, das darf natürlich nicht fehlen. Und wenn ihr es jetzt bis hierher geschafft habt, lasst mir doch einen Daumen hoch da und schreibt mal in die Kommentare rein, wenn ihr noch Fragen habt oder was ihr gerne noch wissen wollt im Detail.